Hallo und herzlich willkommen bei Togo. Wir fahren nach Düsseldorf. Das, was momentan bei uns super viel Nachfrage erzeugt, ist der Thule Veloswing. Wir haben das woanders schon stehen sehen. Wir blenden euch jetzt mal kurz ein paar Kleinigkeiten von dem Auto ein, dass ihr eine Idee dazu bekommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Das ist der neue James Cook. Und zwar nicht der James Cook, wie ihr ihn kennt, mit Slide-Out, sondern der James Cook 600D. D steht ja bei Westfalia immer für Doppelbett, also hinten quer. Und das, was dieses Auto anders macht, wir gehen mal rüber auf die andere Seite, als die anderen Fahrzeuge bisher, ist, dass wir eine neue Art der Verbreiterung haben. Und neu kriegen wir den Club Joker Urban. Da gibt es auch schon die ersten Videos zu. Wie findet ihr sowas? Man darf da leider nicht drauf. Ich finde es mega cool von der Idee. Hier ist so eine Art Hängematten-Doppelliege mit drin. Das wird einfach eingehakt, rausgeklappt und das sieht auf jeden Fall super gemütlich aus. Bei Lastrada ist es immer ganz einfach, den Stand zu finden, wenn ihr nach Düsseldorf kommt. Irgendwo steht der blaue Turm. Da oben ein richtig schöner Rückzugsort, wo wir mal hinkommen können, zwischendurch. Gar nicht für Kunden gedacht, aber da findet ihr auf jeden Fall immer den Stand. Wenn ihr jetzt die Messe in Düsseldorf besucht, wir sind hier in Halle 15, da stehen Westfalia und Lastrada. Wenn ihr den Nova von Lastrada sehen wollt, der steht in Halle 5 drüben und Pössl ist in Halle 12. Nur, dass ihr das mal wisst, damit ihr einfach nicht so lange suchen müsst. Also hier steht, wenn ihr kommt, wirklich alles, was ihr haben wollt. Das einzige Auto, was hier nicht auf der Messe steht, ist der Avanti F. Zudem haben wir ein super Video. Ihr habt hier, wenn ihr kommt, ein EBF 636 Familiengrundriss mit Hubbett vorne. Ihr habt den Avanti L, den ganz klassischen 6-Meter-Wagen. Und wenn ihr immer mal so ein bisschen daneben guckt, seht ihr, viel da drin ist. Grundsätzlich ist es ja bei Lastrada so, dass wir zwei verschiedene, ich habe eben gedacht, ich hätte den Kunden wiedererkannt, zwei verschiedene Baureihen haben oder eigentlich drei. Die Avantis, die immer auf Ducato-Basis sind, die Regent auf Sprinter-Basis und den Nova auf Sprinter mit der GFK-Kabine. Eins der Fahrzeuge, die eine absolute Alleinstellung haben, ist der Avanti C. Da hatten wir neulich gerade ein super schönes Video. Der hat die größte Nasszelle, die ihr in einem Kastenwagen haben könnt, zusammen mit dem Avanti H und H+. Das ist ein Regent EB. Immer wieder ein Auto, was sehr viel Eindruck macht, weil wenn ihr euch das mal gebt hier von der Seite, das ist wirklich groß. Da reden wir über 6,99 Meter, Dachreling, Reserveradträger hinten dran. Das ist ein super schönes, aber auch monströs großes Auto. Und was Lastrada euch noch anbietet als was sonst kein Hersteller macht. Und da sieht man auch schon an der Menge der Leute, die davor stehen, den Avanti H oder H+. Normalerweise, wenn ihr einen Ducato habt, ist es immer 6 Meter mit Heckbett quer. Bei Lastrada habt ihr im H Hubbett und hinten ein Querbad. Dadurch habt ihr super viel Lebensraum, unfassbar viel Stauraum. Und mit dem H+, guck mal, so wie er hier steht, das müssen wir einmal gucken. Wir gehen da einmal gemeinsam rüber. Schaut euch so einen Stauraum an. Das ist doch der Wahnsinn, was hier alles reinpasst. Das kann man hier, es ist irgendwo fest, da oben. Einmal lösen. Und ich meine, ich will jetzt kein Schausteller werden oder irgendwie einen Marktstand betreiben. Aber ich würde denken, hier kriegt man echt viel rein, was da ist. Und wenn man das alles nicht braucht, kann man es auch einfach hochklappen, arretieren. Genauso wie an der Seite hier. Entscheidet selber, achso, unten ist fest, entscheidet selber, ob ihr eure Neoprenanzüge aufhängt oder einfach mit zu starken Magneten, zack, da richtig viel Stauraum habt. Insgesamt, und das ist das Highlight bei Lastrada, da stehen jetzt viele Leute davor, deswegen warten wir einen kleinen Augenblick. Der Regent E mit Einzelbetten auf Sprinterbasis 6 Meter ist sicherlich bei Lastrada am Stand das Highlight, was ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Das ist quasi das Lastrada-Highlight oder zumindest die Lastrada-Neuigkeit. Und es ist auf jeden Fall in dem Sinne ein absolutes Highlight, weil es sowas bisher noch nicht gegeben hat. Wir haben einen Sprinter mit Längsbetten hinten drin. Und ihr könnt einfach abends quasi das hier zusammenklappen und habt dann die Längsbetten. Und tagsüber, wenn ihr großzügig sitzen wollt, könnt ihr euch hier wunderbar gegenüber sitzen und habt vorne eine kleine Frühstückssitzgruppe, dass man nicht immer Sitzbank bauen muss, sondern hier vorne den Tisch, der hinten steht, auch vorne in der Sitzgruppe aufbauen kann.
Und so habt ihr eben die Möglichkeit, auf beiden Seiten zu sitzen. Und dadurch, dass La Strada auf die Zweiersitzbank im kurzen Sprinter verzichtet, haben wir trotzdem eine schöne Nasszelle, die hiermit zur Verfügung steht. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung für jeden, aber es ist auf jeden Fall für den einen oder anderen die perfekte Lösung. Ein La Strada Regent E. Lege ich euch ans Herz, schaut ihn euch auf jeden Fall mit an. Messe steht ja auch immer für gesunde Ernährung. Bier und Fried Noodles mit Vegetarian Rolls. Aber eine kurze Pause draußen an der frischen Luft ist nach der ganzen Hallenluft drin auch vernünftig. Also ein bisschen Kraft tanken und dann geht es gleich bei Pössl weiter. Pössl sagt, wir sehen uns in Halle 12. Da steht das Highlight, was Pössl als Highlight für dieses Jahr deklariert hat. Der Roadster X. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sehen wir gleich. Das, was ich immer ein bisschen irreführend finde, ist, da steht der Pössl Group Summer. Grundsätzlich ja auch richtig bis zu 8.000 € geschenkt. Was da im sehr klein gedruckten hinten dran steht, auf ausgewählte Modelle. Aber natürlich nicht auf hier unsere Mega-Off. Ups, wäre ich fast vors Fahrrad gelaufen. Wäre auch ein tragisches Ende. Wie ist er denn gestorben? Von einem Elektrofahrrad auf einer Wohnmobilmesse überfahren. Will auch keiner. Geschenkt auf ausgewählte Modelle, das ist ein ganz guter Aufhänger. Das haben wir in den letzten Videos ja schon immer mal gesagt. Wir haben ein bisschen, also nicht wir, aber die Branche hat ein bisschen Überbestand und dadurch, dass wir den eben nicht haben, können wir frei auf alle Listen der Hersteller zugreifen. Und die Hersteller machen Abverkaufsaktionen. Ich habe bei Westfalia ein paar Fahrzeuge gekauft. Die Vorführwagen aus dem letzten Jahr waren super interessante Autos mit dabei. Die sind auch, glaube ich, größtenteils inseriert. Vielleicht ist da für den einen oder anderen von euch was Interessantes dabei. Und bei Pössl gibt es quasi zu sehr vielen Modellen sehr attraktive Varianten. Und zwar bis zu 8.000. Aber es fängt bei 5.000 an. Also wenn ihr euch für ein quasi altes Gesicht des Ducatos oder Jumpers entscheidet, mit einem Ausbau von dort, dann können wir das, glaube ich, super attraktiv anbieten. Und dadurch, dass ich nicht die Not habe, euch etwas von meinen Fahrzeugen verkaufen zu müssen oder die anderen, die bei uns den Verkauf machen, können wir eben gemeinsam gucken, was ist denn das Richtige für euch? Und dann finden wir es halt super attraktiv. Ihr habt also jetzt an diesem Zeitpunkt der Saison die Mega-Chance zu sagen, ich will alles neu und optisch genau das top-aktuelle Modell 25 zum Gesamtpreis, was er dann halt kostet. Dann kriegt ihr auch einen fairen Nachlass. Oder ihr sagt, die Optik, die neue Schnauze ist mir alles nicht so wichtig. Ich stecke mir die, nennen wir es mal, bis zu 8.000 € gerne in die Tasche, mache davon die nächsten 2 Jahre Urlaub und freue mir ein Loch im Bauch, dass ich einen Superschnapper gemacht habe. Also, wenn ihr jetzt am Punkt des Kaufens seid, redet mit uns. Lasst euch nicht, was habe ich neulich gesagt, das war mein Lieblingssatz, kauft nicht, was der Verkäufer euch verkaufen will, sondern kauft das, was ihr wirklich braucht und haben wollt. Und wir finden das gemeinsam. Eine der Neuigkeiten, die wir bei Pössl fürs Modelljahr 25 haben, ist, dass bei bestimmten D-Line-Autos, also da wie zum Beispiel den Touring RS Plus, ein komplett neues Dekor haben. Das heißt Elegance Breeze. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Elegance ist jetzt nicht mehr Elegance, sondern Elegance ist im Summit was, Elegance ist in den D-Line-Autos was, Elegance Breeze ist nochmal was anderes. Guckt wirklich, was ihr bestellt und seid euch sicher, was das ist, was ihr haben wollt, was ihr gesehen habt und das, was ihr bestellt. Das Elegance Breeze in den D-Line-Autos heißt aber auf jeden Fall, dass wir dieses leicht gemaserten hellgrauen Klappen haben, die schwarzen Griffe und was die größte Veränderung ist bei den Raumbadfahrzeugen, dass wir hier die schwarze Lamellentür haben, die wir dabei haben. Was natürlich fürs Modelljahr 25 komplett neu ist die Front. Die haben wir uns tatsächlich heute noch gar nicht angeguckt. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil sie nicht so haarsträubend neu ist. Machen wir hier ein bisschen Platz. Wir haben jetzt hier ein Citroën. Im Prinzip ist alles, was Blechtechnik ist, genauso wie das bisher war. Beim Jumper ist es ja so, dass ihr ein deutliches, wie heißt es, Innenlift, habe ich neulich gelernt, nicht Facelift von außen, sondern Innenlift von innen bekommt, weil quasi der Jumper auf das Leben des neuen Ducatos gehoben wird, dadurch aber natürlich auch ein Tick teurer wird. Alles, was von außen ist, dass es gleich bleibt. Alles, was Kunststoff ist neu. Und Fiat, Stellantis, Citroën, Peugeot macht sich das Leben relativ leicht. Der Part ist bei allen gleich. Das Einzige, wo die sich unterscheiden, ist hier der Bereich in der Mitte.
Da sieht es beim Citroën so aus, mit so einem leichten 3D-Effekt hier mit dabei. Was man hier sehen kann für das neue Modell, ja, können wir eben auch die Assistenzsysteme mitbestellen. Und was ich persönlich schick finde und was ich dachte, die Front sei deutlich problematischer, ist tatsächlich, dass, wenn, hier ist es in Wagenfarbe lackiert, wenn das hier alles in Schwarz ist und das in Wagenfarbe und auch der Mittelpart in Wagenfarbe, finde ich dieses Spiel aus Schwarz und Grau relativ gut. Der Fiat kriegt natürlich auch eine neue Nase. Da drüben steht ein neuer Fiat. Da gucken wir noch mal vorbei und gehen dabei vielleicht noch mal an den niemanden über den Haufen laufen. Hier haben wir noch mal einen Citroën in Silber, damit genau dem gleichen. Wagenfarbe, Wagenfarbe und den Rest in Schwarz. Aber viel wichtiger ist, wie sieht das Ganze beim Fiat aus? Und da steht hier einer. Ich weiß nicht, ob das die finalen Varianten sind, ehrlicherweise, weil wir haben drüben, es gibt viele Hersteller, die hier auch eigene Logos machen und Westfalia hat es zum Beispiel hier auch flächig und dann das Westfalia-Logo selber drauf. Wie gesagt, das ist hier das gleiche. Der Part auch in Wagenfarbe mit dabei und hier Fiat hat hier oben noch auf dem Kunststoffteil Ducato mit eingepresst oder wie auch immer man das nennt. Und es fällt ein bisschen steiler ab. Aber wenn du drüben guckst, hier steht noch ein Jumper mit der aktuellen älteren Schnauze. Das geht hier ein bisschen weiter nach vorne runter. Ich weiß nicht genau, was die Begründungen sind. Fragt die Designer, die Rechtsprechung oder was auch immer da ist. Da gibt es ganz bestimmt irgendeinen Grund, der dafür da ist. Aber darin könnt ihr eben wunderbar erkennen, ob ich ein Modelljahr 24 habe oder Modelljahr 25. Und das ist genau der springende Punkt. Bei den 24ern momentan Preisvorteil, bei den 25ern auch ein fairer Preis, aber eben nicht vom Hersteller subventioniert. Wir sind hier bei Pössl in der Ecke der Venster, Mercedes und so weiter, Mercedes und Citroën Jumper Lösung. Für mich gibt es hier ein absolutes Highlight und das ist dieses Auto. Ich mache mal hier kurz die Tür zu. Und zwar gar nicht unbedingt, weil es irgendwie ein besonders neues Auto ist, aber ich finde die Farbe ist erste Sahne. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es Caspari oder Capari, ich glaube Capari. Capari grün in so einem Metallic-Ton. Es wirkt hier noch ein bisschen nüchterner als im Sonnenlicht draußen. Ich finde, es hat so einen grau-grünlichen Touch. Würde ich mir aussuchen. Finde ich mega gut. Was ihr hier seht, es ist ähnlich wie bei den anderen Fahrzeugen. Wir haben auch bei den Space Tourern, Peugeot, Traveller und dem Traveller unterschiedliche Nasen und die unterscheiden sich eigentlich nur in der Front. Das hier ist jetzt der Peugeot, unschwer zu erkennen mit dem Löwen vorne drauf. Haben wir hier, was haben wir hier? Da haben wir doch den direkten Vergleich. Das ist der neue Space Tourer von der Front. Findet man das eine schöner oder weniger schön? Weiß ich nicht genau. Mich kickt halt total die grüne Farbe bei dem Auto drüben. Das alleine wäre für mich Grund, den Peugeot zu kaufen. Aber die Farbe kriege ich beim Citroën genauso. Die Autos sind 1:1 gleich. Nehmt das, wo der Händler für euch, also der jeweilige Basisfahrzeugpartner, dichter dran ist. Auch auf der Mercedes-Seite ändert sich das ein oder andere. Das haben wir euch ja im Video zur Händlertagung schon gezeigt. Das verlinken wir euch ein bisschen unten drunter. Auch der Vito Tourer bzw. die V-Klasse kriegt einen Facelift und dementsprechend eine komplett neue Optik von innen. Ja, und wie ihr seht, auch da bei den Aufstelldachautos haben wir inzwischen halt echt eine große Bandbreite. Es gibt die verschiedenen Varianten Venster und Kempster, Venster und Kempster. Und was wir noch nie so richtig gezeigt haben, ich glaube vor 1,5 Jahren mal, war der erste Elektro-Venster da. Das heißt der Space Tourer mit Elektroantrieb. Da ist die Situation so, das hat sich am Markt nicht so 100% durchgesetzt. Das heißt aber im Umkehrschluss, auch dort hätte ich Zugriff auf Autos am Markt. Wenn ihr also so einen Elektrobus haben wollt, auch da sprecht einfach mit uns. Vielleicht finden wir bei Pössl im Pool ein Auto, was zu euren Bedürfnissen passen könnte. Ich darf in Zukunft ein bisschen kritischer werden, wurde mir geflüstert. Man hätte die Aufstelldächer ein bisschen besser sauber machen können, bevor man sie auf die Messe stellt. Was könnt ihr bei Pössl sehen, wenn ihr das hier besucht? Ich würde mal sagen, fast das gesamte Programm. Und das ist vielleicht auch das, was man sagen muss. Es ist viel Unterschiedliches. Wir haben ein paar neue Schnauzen. Vorsicht, hinter dir sind Leute. Wir gehen da einmal kurz durch. Fliegt. Vielen Dank. Und wir haben von den Summits, wir haben von den D-Line-Autos relativ viel da.
Es gibt verschiedene Fahrradträgerlösungen, die dastehen, die nichts mit Pössl im Eigentlichen zu tun haben. Aber nachdem wir ja vorhin schon das Thule-Ding kurz gesehen haben, das wäre eine Variante, die wir auch relativ regelmäßig verkaufen. Das ist dieser LRS 260, ein Fahrradträger, den ihr, ist der hier schon entriegelt? Ja. Voll beladen quasi nach hinten wegziehen könnt und dann beide Klappen aufmachen könnt. Es wäre eine verhältnismäßig günstige Lösung auf jeden Fall. Bei Pössl ist die große Aufgabe fürs Modelljahr 25 zu verstehen, was man will, weil wir mit den verschiedenen Summit-Baureihen, mit den Massen an Grundrissen so viel zu tun haben und so eine Vielfalt haben, dass für euch wirklich die größte Aufgabe ist, rauszufinden, was ihr wirklich haben wollt. Hier steht alles, hier könnt ihr euch das auf jeden Fall angucken. Und wir werfen jetzt hier nochmal einen Blick auf den Roadster X, weil das ist quasi das Highlight, was Pössl letztendlich mit im Programm hat. Und dann gucke ich noch mal ein bisschen durch und gucke, ob wir euch das ein oder andere noch mal separat zeigen wollen. Das Highlight bei Pössl dieses Jahr fürs Modelljahr 25 ist der Roadster X. Das ganz Lustige ist, wir kriegen unseren ersten Vorführer in Schwarz. Also wenn ihr sagt, das Auto gefällt mir, das hätte ich gerne, so wird unser kommen. Also in Obsidian Schwarz Metallic. Das ist hat so einen richtig schicken Funkeleffekt. Serienmäßig steht der Wagen schon super gut da. Aber lasst euch nicht davon durcheinander bringen, dass auf allen Fotos die Autos mit 18 Zoll Felgen und so weiter und so fort sind. Die hat der Wagen nicht. Das heißt, wir reden immer über das Auto so, wie es da steht. Aber in dem Umfeld der Mercedes Sprinter Allradautos haben wir ein wahnsinnig gutes Gesamtpaket. Wenn ich mir das angucke, reden wir bei unserem Auto mit großer Lithium-Batterie, mit großer Solaranlage, mit Max-Fan, mit allem, was das Herz begehrt, aber noch ohne die 18 Zoll Felgen über ein Auto, was inklusive Fracht ungefähr 110.000 € kostet. Und das ist in dem Umfeld der Allradautos, auch wenn es wahnsinnig viel Kohle ist, finde ich ein echter Schnapper, wenn man sozusagen darf, wenn man das so sagen kann. Was halt euch auf der Messe erwartet ist, wir gehen mal hier ein Stückchen rüber, wenn ihr euch das anguckt, was hier immer los ist, und heute ist der Fachbesuchertag und trotzdem ist in den Bereichen immer super viel los. Die Leute lassen sich Angebote rechnen. Lasst euch auf der Messe, wenn ihr losgeht, nicht stressen. Ihr müsst bei keinem was kaufen, Vorsicht, Stufe. Ihr müsst bei keinem was kaufen. Ihr könnt einfach losgehen und euch aussuchen, was will. Wir Händler müssen um euch kämpfen, nicht ihr um uns. Da hat sich das Blatt ein bisschen gewandelt und das tun wir grundsätzlich gerne. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mit unserem Vlog-Video hier so ein bisschen von der Messe Düsseldorf einen Eindruck davon bekommt, ob ihr losfahren wollt oder nicht. Wir laufen immer noch über den Pössl-Stand. Ihr seht, wie groß das ist. Es ist alles da, was ihr sehen wollt. Dass ihr wisst, was euch hier erwartet. Wenn ihr es hier nicht herschafft, wenn ihr keine Lust auf den Messetrubel habt, dann kommt doch einfach bei uns in Stofe vorbei oder telefoniert mit uns oder tretet in E-Mail-Kontakt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Ab nächster Woche geht's los mit allen Neuigkeiten, was da ist und das, was wir hier gefilmt haben, sodass euch hoffentlich über die jetzt kommende, demnächst dunklere Jahreszeit nicht langweilig wird. Erstmal schöne Grüße aus Düsseldorf. Bis bald, alles Gute und tschüss.